Heute spreche ich mit Felice über das Dunbar-Syndrom. Felice bekam vor 2 Jahren ihre Diagnose und wurde letztes Jahr im Januar operiert. Wir reden über ihre ersten Symptome, Fehldiagnosen, wie sie zu ihrer Dunbar-Diagnose kam, aber auch, wie stark dieses Syndrom ihr Leben beeinflusst hat. Und natürlich geht es auch um ihre OP und wie es ihr heute geht. Willkommen zu der 2. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, wie kam es denn überhaupt, also ich würde jetzt einfach mal so starten, wie hast du denn überhaupt die Diagnose Dunbar bekommen? Ja, also ich glaube, es ist so wie bei den meisten ein Auf und Ab. Also, das ist so 'ne Diagnose, die kriegt man halt nicht mal so eben wie 'n Schnupfen. Ich habe seit, ja, Kind auf eigentlich immer schon Bauchschmerzen gehabt. Das war schon immer 'n Thema in der Kindheit und irgendwann dann ja, als ich älter wurde, dann auch. Bei mir hat das 2023 angefangen, dass ich, ja, auf einmal Bauchschmerzen hatte. Ein paar Tage später war ich dann mal beim Arzt und wie das bei den meisten wahrscheinlich auch so war, hat er gesagt: „Ja, legen Sie sich hin, trinken Sie sich einen Tee, das geht in ein paar Tagen wieder, ist bestimmt einfach nur ein Infekt.“ Und ich bin dann irgendwann ins Krankenhaus gekommen, weil es nicht besser wurde. Und, jeder Arzt hat dann halt irgendwann angefangen, das so ein bisschen auf die Psyche zu schieben, wie das, glaube ich, auch bei den meisten Erkrankten so ist. Ja. Und, da dann halt auch rauszukommen, ist dann auch 'n bisschen schwierig. Genau, ich bin dann, irgendwann durch Zufall bei einer Allergologin gewesen. Die kannte tatsächlich dieses Krankheitsbild. Mir hat das vorher gar nichts gesagt. Und, daraufhin haben wir das eigentlich auch direkt testen lassen. Wir sind dann zu 'nem MRT, also, ich hatte dann 'n MRT-Termin und da kam eigentlich dann auch direkt die Diagnose relativ zeitnah. Also krass, du hast eigentlich das zu 'ner Allergologin zu verdanken. Ja, ja, genau. Wegen was warst du eigentlich bei ihr? Also, Allergie wahrscheinlich? Ja, also, ja, Ärzte sind dann eigentlich von allem Möglichen ausgegangen als von so 'ner seltenen Erkrankung. Irgendjemand dachte dann halt mal irgendwie, ja, 'ne Glutenunverträglichkeit oder so und ich hatte dann eigentlich einfach nur so 'n Allergietest hier auf dem, Mhm. ja, Arm, Auf'm sage ich Arm. jetzt mal. Und, ja, also, wir haben da mehr drüber gesprochen und sie sagte auch direkt, eigentlich passen die Symptome gar nicht wirklich so zu 'ner Allergie, dass es mal nach'm Essen ist und mal auch nicht und manchmal auch einfach zwischendurch. Deswegen, echt 'n guter Zufall gewesen, dass sie das dann halt eben kannte, das Krankheitsbild, und das hat mir dann halt auch direkt weitergeholfen. Also, sie hat wahrscheinlich wohl irgendwie auch schon andere Patienten gehabt damit oder wenn's auch nur einer war? Genau, also ich weiß gar nicht mehr, ob's nur eine Person war, aber Mhm. sie hat auf jeden Fall gesagt, dass das halt so 'ne Erkrankung ist, die meistens, ja, Frauen im jüngeren Alter haben, die ziemlich schlank sind, und sie sagte, da passen sie halt perfekt rein. Und, ja, scheinbar hatte sie mal ein, 2 Patientinnen, die das betroffen hat, aber mehr eigentlich dann auch nicht. War eigentlich, wie gesagt, 'n Zufall, dass sie Ja, das aber auch mega gut, weil also nur wenn's nur eine Patientin oder Patient ist, den sie kennt, und das trotzdem so im Hinterkopf ist, ne? ja, das ist so. Das war quasi ausschlaggebend für dich, dass du da überhaupt drauf kommst, weil du würdest vielleicht jetzt noch suchen, ne? Ja, und das ist leider schade, dass viele Ärzte gar nicht mal so 'n bisschen, ich möchte jetzt das nicht pauschalisieren, aber viele Ärzte denken halt nicht so in den Hinterkopf, sage ich jetzt mal. So diese Geschichte, viele Ärzte, bei denen ich war, kannten diese Krankheit gar nicht, und vielleicht haben sie's mal gehört, aber irgendwie war's dann halt auch nicht so, na ja, da, sage ich jetzt mal. Das ist halt schade. Mhm. Was hat dein Hausarzt dann oder Hausärztin, weiß nicht, dann gesagt, wo du dann kamst mit: „Hey, die Allergologin hat gemeint, das könnte das sein?“ Also, ich war damals tatsächlich bei 'nem anderen Hausarzt als jetzt. Meine Hausärztin hat damals gesagt, wenn das nichts Psychisches ist, dann dürfte ich richtig mit dir schimpfen. Ja, und, ich bin dann irgendwann zu ihr gegangen, habe gesagt: „Ich brauche 'ne Überweisung zum MRT. Wir haben hier vielleicht 'nen Befund.“ Und sie sagte: „Ja, können wir machen.“ Sie hat damals auch tatsächlich mit den Bauchschmerzen gar nicht wirklich irgendwie
angefangen überhaupt zu suchen. Also, gar keine Optionen gesucht, was man überhaupt an Untersuchungen machen könnte. Klar, ich hatte 'ne Magenspiegelung und vielleicht auch mal 'ne Blutuntersuchung, aber mehr wie 'n Ultraschall war dann halt auch nicht dabei. Und ich habe dann dieses MRT gehabt und, wir haben dann halt die Ergebnisse auch, abgeholt. Also, sie hat die tatsächlich gar nicht irgendwie selber mit uns besprochen und ich habe dann auch relativ schnell meinen Hausarzt gewechselt, weil ich dann auch gesagt habe: „Wenn ich da so wenig ernst genommen werde, sollte ich da nicht bleiben mit so 'ner Erkrankung." Ist dein jetziger Hausarzt anders? Ja, mein jetziger Hausarzt ist tatsächlich anders. Also, der, ja, denkt auch mal 'n bisschen über den Tellerrand heraus, sage ich jetzt mal. Und der kannte das Krankheitsbild auch direkt und deswegen habe ich mich auch total wohlgefühlt dann. Krass, okay, der kannte das? Ja, der hat das irgendwie auch mal durch eine Patientin gehört. Das war aber, glaube ich, damals 'ne ältere Frau, aber ja, der kannte das tatsächlich. Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal drauf ein. Du hast ja gesagt, du hast seit Kindheit eigentlich Bauchschmerzen gehabt, ne? Ja. Wie also, wie kann man sich diese Bauchschmerzen vorstellen? Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Also, ich habe eigentlich immer, ja, Bauchschmerzen halt nach dem Essen gehabt. Das war jedes Mal so phasenweise. Also, es hat 2016 war das erste Mal so akut. Da war ich grade 8 Jahre alt. Ne, Quatsch, 10 Jahre alt. Und, ja, also, da bin ich auch damals ins Krankenhaus gekommen und ich glaube, ich lag in dem Jahr dreimal stationär und irgendwann wurde dann mal 'n Ultraschall gemacht, damals natürlich noch in der Kinderklinik. Mhm. Und, da wurde dann 'ne Gastritis festgestellt, also einfach 'ne, ja, Magenschleimhautentzündung und da wurde das dann alles drauf geschoben. Wenn ich jetzt so drauf zurückblicke, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es auch schon Dunbar war. Aber, ja, 2020 war dann wieder die gleiche Geschichte. Weil ich zu dem Zeitpunkt dann aber schon 14 war, hatten kamen dann halt auch viele Ärzte wieder auf die Idee, das, könnte was Psychisches sein. In dem Alter ist das ja so, da könnte mal sich so was entwickeln. Und dann wurde mir auch recht schnell eigentlich so 'ne Essstörung zugeschoben, sage ich jetzt mal. Ja, aber das war irgendwie immer so jahreweise. Und wenn ich dann wieder 'n bisschen zugenommen habe, weil ich manchmal 'n bisschen mehr gegessen habe, dann ging's so langsam wieder und dann ging's immer bergauf. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon quasi 2 Diagnosen genannt, wo du jetzt ja selber auch sagst, es waren eigentlich nicht die richtigen Diagnosen beziehungsweise Fehldiagnosen. Einmal die Gastritis, Mhm. und auch einmal dann 'ne Essstörung. Ähm, meistens fühlen sich ja die Ärzte dann bestätigt, wenn dann nach 'ner Behandlung davon es besser wird. Wurde es denn bei dir besser? Ähm, also, ich muss schon sagen, es wurde nach der Zeit dann irgendwie besser. Also, 2016 habe ich dann halt einfach so, Säureblocker bekommen. Danach wurd's dann auch irgendwie, na ja, 'n bisschen besser. Und 2021, ich kann's eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, es wurde eigentlich einfach durch ein wenig mehr Essen besser, 'n bisschen mehr Fett aufbauen und dadurch wurden die Beschwerden einfach weniger. Und dadurch, dass es dann immer weiterging, wurd's dann einfach, ja, aber es hat nie aufgehört. Also, ich habe eigentlich immer mal wieder Beschwerden nach dem Essen gehabt. Das war nie ganz weg. Mhm. Also, hat dich das dann aber auch, beeinflusst im Alltag und im Essverhalten? Ja, also, als es damals so extrem war, hat mich das echt sehr beeinflusst. Jetzt vor knapp 2 Jahren hat es, dann wieder angefangen. Da hat es mich wirklich komplett beeinflusst. Also, ich bin damals im Prinzip kann man sagen, ich habe mich komplett isoliert, weil ich, ja, so Schmerzen hatte, dass ich gar nicht mehr zur Schule gehen konnte. Ich konnte Mhm. morgens teilweise gar nicht aus'm Bett aufstehen, weil es einfach nicht möglich war. Und ich bin dann, ja, das ganze Jahr im Prinzip krankgeschrieben gewesen. Und als Äh, die Diagnose dann kam, ja, wurde ich dann auch recht schnell operiert. Und da stand dann halt schon fest, dass ich, die ja, an meinem Gymnasium das Abitur nicht weitermachen kann, weil halt einfach eben zu viele Fehlstunden und viele Klausuren, die ich halt auch nicht mitschreiben konnte. Und dann hat sich das einfach so ergeben und, ich habe mich dann damit abgefunden, aber habe dann halt eben auch gesagt: „Okay, die restlichen 4 Monate bis zu den Sommerferien
bleibe ich dann jetzt auch zu Hause, weil einfach dann noch 'n bisschen zur Regeneration und, es hätte sich ja eh Ja. nicht gelohnt. Also, irgendwelche Schulstunden noch mitzumachen, wäre einfach nur Zeitverschwendung für mich gewesen. Ist natürlich 'ne enorme Belastung, ne? Ja. Ähm, und hast du 'ne Erklärung, warum es erst irgendwie besser geworden ist durch du hast ja gemeint, du hast so 'ne Phase gehabt, da konntest du 'n bisschen mehr essen, dann hast du Mhm. zugenommen, dann wurd's auch irgendwie besser. Aber kannst du dir vorstellen, was der Auslöser war, warum es auf einmal so schlimm wurde dann? Ich kann das echt nicht erklären. Also, ich, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das auf einmal dazu gekommen ist. Es war an einem Tag auf einmal so, dass auf einmal von jetzt auf gleich Bauchschmerzen anfingen. Mhm. Und klar, wenn man jeden Tag Bauchschmerzen ist, dann isst man auch einfach weniger, weil man fühlt sich dann auch einfach nicht gut. Und ja, je weniger ich gegessen habe, je mehr habe ich abgenommen und dementsprechend halt auch mehr Schmerzen gehabt. Und, ich kann gar nicht sagen, wodurch das ausgelöst wurde. Also, in meiner ganzen Zeit mit der Krankheit hatte ich auch wie so phasenweise. Also, ich hatte so eine Phase, da waren die Symptome ganz, ganz schlimm. Das war dann im Prinzip der erste Tag und der zweite Tag, wo ich dann auch wirklich gar nichts gegessen, gar nichts getrunken habe, weil es wirklich so schlimm war. Und ja, dann gab's den dritten, vierten, fünften, sechsten Tag, wo es langsam wieder bergauf geht und dann noch 4 weitere Tage, wo man dann dachte: „Okay, vielleicht hört's jetzt auf, vielleicht ist wieder alles in Ordnung.“ Ja, und dann kam wieder der erste Tag und dann wurde man immer wieder jedes Mal Mhm. zurückgeworfen. Boah, krass. Also, du sagst, es war auch, nicht nur vom Essen, sondern auch du konntest auch nicht trinken? Ne, also, es war wirklich bei mir so, dass ich musste 'n paar Schlücke Wasser trinken und es war schon schlimm. Das, ja. Und hattest du irgend Einfluss durch Bewegung, irgendwelche Sitzpositionen, Liegepositionen, irgendwas, um diese Schmerzen ja, denen irgendwie entgegenwirken zu können? Oder hat wirklich so absolut gar nichts geholfen außer aushalten? Also, bei mir hat wirklich gar nichts geholfen. Keine Schmerzmittel. Klar, Mhm. man hat nur so das Übliche zu Hause wie, Ibuprofen oder vielleicht auch mal Novalgin. Es Ja. hat wirklich überhaupt nichts geholfen. Am schlimmsten wurde es noch, wenn ich damals, glaube ich, auf der linken Seite gelegen habe. Da waren die Schmerzen schrecklich. Ich weiß gar nicht, was das für 'ne Erklärung hat, aber scheinbar haben das sehr viele Betroffene. Und ganz schlimm war auch Bewegung. Also, alleine 'ne Treppe hochlaufen war für mich der Albtraum. Also, danach konnte ich mich wieder 3 Stunden ins Bett legen, weil ich so starke Schmerzen hatte. Ja, es hört sich wirklich schlimm an, und sehr einschränkend. Du hast gemeint, dass, du dann MRT hast machen lassen mit dem Verdacht auf das Dunbar-Syndrom. Ähm, zu wem bist du dann gegangen und wer hat das MRT auswerten können und gesagt: „Ja, da ist was?“ Ja, also, ich bin, damals tatsächlich einfach bei uns in der Nähe zu 'nem, Radiologen gegangen. Die haben das MRT gemacht und ich kann gar nicht genau sagen, wer das damals ausgewertet hat. Ich, weiß das jetzt grade so gar nicht. Also, von der Radiologie einfach jemand? Einfach jemand von der Okay. Radiologie. Mhm. Genau, ja. Und, ja, dann hatte ich letztes Jahr Mitte Dezember, ne, gar nicht, war vor 2 Jahren, 2023 Mitte Dezember hatte ich dann die Ergebnisse. Und ich bin dann auch direkt eigentlich, ja, zu dem Entschluss gekommen, es muss operiert werden, geht gar kein Weg dran vorbei und, habe mir dann eigentlich auch direkt 'ne Ärztin rausgesucht. Mhm. Und zu wem bist du dann für die OP gegangen? Ich bin damals zu der Frau Doktor Sommerfeld gegangen. Die war in der Klinik in, Reinbek. Das ist, in der Nähe von Hamburg. Von mir ist das tatsächlich 4 Stunden entfernt. Also, wir sind damals auch wirklich weit gefahren für diese OP, weil's halt eben so wenige Ärzte gibt, die sich da überhaupt dran trauen, weil's halt Ja. auch echt sehr nah an der Aorta ist. Und, ja, ich habe das damals tatsächlich in so 'ner Dunbar-Facebook-Gruppe gefunden. Mhm. Und, ja, da war jemand, der hat die ganzen Ärzte aufgelistet, die operieren und wie sie operieren und ja, wie so die Bewertungen von den Betroffenen sind zu der OP und wie viel es gebracht hat. Und für mich stand sie auf Platz 1
und mir war das auch egal, wie weit ich fahre. Ich wäre auch ins Ausland irgendwo hingefahren, damit ich wirklich da den besten Arzt habe. Ja, ist auch witzig, weil du so: „Ja, 4 Stunden" und ich wollte schon sagen: „Ach, geht ja." Und du so: „Ja, voll weit." Und ich so: okay." Nein, aber ich wäre tatsächlich auch, noch weitergefahren. Also, Ja, ja. weil viele nehmen ja wirklich dann, weite Wege auf sich, Ja, ja, und ja. teilweise auch über 8 Stunden, also ich auch Ja. schon. Also, das Ähm, hätte ich tatsächlich auch gemacht. 4 ja, Stunden war schon noch in Ordnung, aber ich wäre auch sicherlich in 'n anderes Land geflogen, wenn's nötig gewesen wäre. ja, das verstehe ich total, Ja, weil man einfach so verzweifelt ist, man möchte, dass es aufhört. Und ja, grade wenn einen das von der Kindheit an begleitet, also ich kenne das, zwar in 'nem anderen Zusammenhang, weil bei mir war's schon immer Blasenentzündung, also quasi Brennen in der Harnröhre, nicht nur beim Wasserlassen, sondern halt einfach, ja, willkürlich immer. Von dem her kann ich das halt gut nachvollziehen, wie einen das auch schon in der Kindheit prägt, ne? Und, ja. ja, auch noch Einfluss im Erwachsenenalter einfach auf einen hat. Ähm, ja, und wenn man dann halt auch gesagt bekommt: „Ah, das ist bestimmt psychisch" und so, das ist natürlich halt auch, ähm, sehr frustrierend, ne, das zu hören. Ja, also, ich bin mir sicher, das kennt eigentlich jeder Betroffene. Vor allem, wenn man, ja, in 'nem relativ jungen Alter ist und irgendwann dann mal erzählt: „Ja, auf der Arbeit ist es vielleicht 'n bisschen stressig." Dann wird das eigentlich direkt alles andere wird zur Seite geschoben und dann wird's darauf, bezogen. Mhm. Das ist eigentlich Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich bei jedem so ist. Ja, ja. Ich meine, die Frau Sommerfeld, die ist ja, super bekannt, unter uns Ja. Gefäßkompressionssyndrom, Betroffenen, weil sie war ja wirklich da so die Nummer eins. Ich weiß gar nicht, wer jetzt, weil sie arbeitet, also sie operiert ja nicht mehr. Sie hat Oh ja ja. leider jetzt 'ne, ist sie ja gewechselt in 'ne Privatpraxis Ja. oder hat selber, glaube ich, 'ne Privatpraxis. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie's ist, Aber aber sie irgendwie ist auf so, jeden ne? Fall genau, aber sie ist auf jeden Fall auch noch für ihre alten Patienten, erreichbar. Also, sie hat auch zu uns gesagt, sie, wird nicht mehr operieren, aber wenn irgendwas wirklich sein sollte, kann man auch immer noch anrufen, wenn man noch Fragen Mhm. hat. Ja, also das ist auch mein Kenntnisstand, dass sie zwar noch Diagnostik auch macht, aber nicht operiert, was halt super schade ist. Ja, wirklich, das muss ich echt sagen. Ja, Also, ich also habe das auch, heißt, ja, sag ruhig. okay. Also, ich habe tatsächlich, auch Kontakt zu einem Jungen gehabt, der, betroffen war. Und genau, der war auch noch bei der Sommerfeld. Ich glaube, er war mit einer der letzten Patienten. Danach war er auch wirklich Er war sich ziemlich unsicher, weil er auch echt ganz schön Angst vor der OP hatte. Er hat sich dann auch noch bei ihr operieren lassen und, ja, das ist, wie gesagt, echt schade zu wissen, dass sie einfach das nicht mehr macht. Wir warten einfach mal kurz, bis es aufhört. Ich schneide es dann hinterher Ja. drüber. Ist leider mein Festnetztelefon. Alles gut. Alter, dann kann ich auch kurz was trinken. Ah, so, ähm, ja, also dann warst du ja sozusagen bei der Dunbar-Koryphäe. Ja. Ähm, also was wurde jetzt dann genau bei der OP gemacht? Also vielleicht erzählst du einfach mal, wie es war, wie du dorthin gekommen bist, was an Vorbereitungen gemacht wurde, was wurde dann genau gemacht? Ja. Ja, also ich bin, wie gesagt, den Abend vor dem MRT, was da halt noch mal durchgeführt wurde, bin ich mit meiner Mutter dann nach Hamburg gefahren. Ach ne, können wir das rausschneiden? Ich habe mich voll verplappert. Ja, okay. Pass auf. Nein, also ich bin morgens vor dem MRT bin ich nach, Hamburg gefahren mit meiner Mutter und, ja, wir saßen dann eben im Wartezimmer und, haben auf das MRT gewartet. Das haben die auch recht schnell dann eigentlich durchgeführt. Und dann wurde auch noch zusätzlich 'nen Doppler-Sono gemacht, um dann halt noch mal sicher zu gehen. Was total doof war, war, dass der Arzt auf dem Doppler-Sono halt nichts gesehen hat. Und der hat zu dem Zeitpunkt dann zu mir gesagt: „Ne, hier ist alles in Ordnung. Ähm, es ist, ja,
alles okay, ne? Hier ist, kein Dunbar, hier ist keine Kompression. Und, in dem Moment ist ja alles für mich zusammengebrochen, weil wenn man überlegt, dass man wirklich jetzt 4 Stunden wohin gefahren ist, um da halt am nächsten Tag operiert zu werden und einer dann ins Gesicht sagt: „Ja, es ist hier nichts, ist alles in Ordnung." Das war schrecklich. Und bis ich mit der Ärztin dann gesprochen habe, sind dann auch noch 2 Stunden vergangen. Und das war wirklich schrecklich, in den 2 Stunden zu denken: „Okay, ich fahre gleich nach Hause, lege mich ins Bett und habe weiter Bauchschmerzen." Ähm, ja, und Oh, dann habe ich scheiße. das war sehr schrecklich, ja. Ja, ja. Und, ich habe dann, ja, mit der Frau Dr. Sommerfeld gesprochen und die hat mir dann erzählt, dass sie halt, ja, eben auf dem MRT die Kompression sieht und, hat mir dann halt auch so 'n bisschen schon erklärt, wie das mit der OP alles abläuft. Ich bin dann, ja, eine Nacht in dem Krankenhaus geblieben und am nächsten Morgen gegen 8 Uhr, schätze ich jetzt mal, ja, hat das dann alles mit der Operation angefangen. Bin dann Hä, in aber den jetzt noch mal ganz kurz zurück. Was hat sie denn dazu gesagt, dass der andere Arzt, im Ultraschall nix gesehen hat? Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau dazu gesagt hat. Also, ich kann's jetzt grade ehrlich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, sie meinte einfach, ja, bei manchen Leuten sieht man das tatsächlich nicht, dass der Okay. Blutfluss da irgendwie anders ist. Und, das hat er aber bei dir, also, bei dir ist es egal, ob man dann im Liegen schallt oder im Stehen? Macht das irgendwie 'n Unterschied? Im Stehen hat tatsächlich niemand geschallt bei mir. Also, das haben die nur im Mhm. Liegen gemacht. Im Stehen, hat das nie jemand gemacht. Mhm. Ja. Also, war für dich dann trotzdem Augen zu und durch, so auf die Art? Ja, im Prinzip dann schon. Ich habe Oder hat dann sie dir da noch mal Sicherheit gegeben, dass da schon Dunbar da ist und man das sieht? ja, ja, also sie hat schon gesagt, dass man auf dem MRT deutlich sieht, dass da 'ne Kompression ist. Und, sie hat auch wirklich mich sehr, sehr gut auf die OP vorbereitet. Also, sie hat auch gesagt, klar gab es auch schon mal Fälle, wo es dann auch 'n bisschen extremer wurde. Sie hatte tatsächlich einmal dann auch wirklich 'n Bauchschnitt. Sie hat gesagt, wenn sie wirklich irgendwas verletzen sollte, dann muss sie halt einmal ganz aufschneiden, muss wirklich dann einmal 'nen großen Bauchschnitt machen. Das ist ihr einmal passiert, aber das war halt auch bei einer Person, die halt schon, ja, vorher auch schon operiert wurde am Dunbar. Und, genau, aber sie hat mir echt die Angst genommen. Sie hat gesagt, dass noch nie bei ihr wirklich auch jemand auf dem Tisch, liegen geblieben ist und dass sie auch eigentlich so ziemlich fast jedem Patienten auch helfen konnte und der so gut wie symptomfrei, eigentlich ja, dass eigentlich so gut wie jeder symptomfrei ist. Mhm. Also, das heißt, die Dunbar-Operation ist laparoskopisch gemacht worden? Genau, ja. Und was wurde dann genau in der OP gemacht? Ach so, ja, in der OP wurde im Prinzip, ja, das Ligamentum einfach durchgeschnitten, sage ich jetzt mal. Und, ja, zum Teil dann auch entfernt, dass es halt eben nicht mehr auf den Truncus drückt. Mhm. Ja. Und wie lange hat die OP ungefähr gedauert, weißt du das? Also, bei mir hat es durchschnittlich etwas länger gedauert. Sie sagte, normalerweise braucht man so 1,5 Stunden. Bei mir waren es knapp 2,5, weil sie auch sagte, es war echt schon alles sehr, sehr, sehr verwachsen und zugewachsen und sie musste schon echt ganz schön da durchschneiden. Aber, alles eigentlich auch noch relativ im Normbereich. Mhm. Und konnte sie dir sagen, warum das so verwachsen war? Sie konnte gar nichts dazu sagen. Also, man weiß ja auch bis heute nicht genau, warum Mhm. überhaupt diese Krankheit existiert und woher das kommt. Sie hat halt gesagt: „Na ja, wenn du schon sehr lange damit Probleme hast und es auch immer extremer wurde, dann kann man sich auch vorstellen, dass da viel verwächst." Mhm. Und wie war es dann für dich, als du aus der Narkose aufgewacht bist? Also, ich muss tatsächlich sagen, als ich aus der Narkose aufgewacht bin, ich lag in diesem Aufwachraum und bei mir stand 'ne Krankenschwester ums Bett und ich habe direkt zu ihr gesagt: „Es ist weg." Und, sie hat mich angeguckt und dachte: „Ja, Sie sind jetzt noch, in der Narkose und Sie sind jetzt grade noch 'n bisschen, schläfrig. Wachen Sie später noch mal richtig auf." Und, ich glaube, ich bin dann auch noch mal so halb eingeschlafen und irgendwann bin ich dann, ja, richtig aufgewacht und lag dann auf'm Zimmer
Und, ich muss ehrlich sagen, dieses Gefühl, dieses drückende Gefühl, was man immer im Bauch hatte, das war einfach weg von jetzt auf gleich. Oh, wie toll. Ja, Wow, dass du sofort 'n Unterschied gemerkt hast, ne? Dass ja. da wirklich, äh, ja, dieser Druck im Körper, diese Einengung, diese Stelle halt wirklich auf einmal frei ist, ne? Mhm. Ja, das war echt 'n krasses Gefühl, weil man hat ständig irgendwie dieses Drücken gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe wirklich von vor der OP auf nach der OP wirklich direkt gemerkt, es ist weg und es ist alles in Ordnung. Drücken war einfach weg. Und klar waren die ersten Tage im Krankenhaus wirklich schrecklich. Also, es waren Schmerzen, die kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich habe auch, tatsächlich, ja, ziemlich starke Schmerzmittel bekommen, weil ich die auch einfach benötigt habe. Aber seitdem wird es eigentlich von Monat zu Monat besser. Genau, wann war denn die OP jetzt eigentlich? Ja, die OP war im Januar 2024, also sie ist jetzt knapp, ja, 1,5 Jahre her. Ich Ja. muss sagen, ich bin seitdem noch nicht ganz symptomfrei. Also, es ist, ja, immer mal wieder 'n Auf und Ab. Mal gibt's 'n paar Tage, die sind super, mal gibt's 'n paar Tage, die sind, na ja, nicht so schön. Aber es ist auf jeden Fall nicht mit vorher zu vergleichen. Ich war früher, ja, wie ich schon gesagt habe, ich war nur krankgeschrieben, ich lag nur noch im Bett, ich habe nichts mehr gemacht, ich hatte mit keinen Leuten mehr zu tun. Das ist, also, mir hat die OP echt so, so viel Lebensqualität zurückgegeben. Und, wie lange warst du im Krankenhaus und warst du danach auch noch in Reha? Also, ich war von, ja, Montag bis Montag im Krankenhaus, also 7 Tage. Den, Montagabend den Montagmorgen bin ich gekommen und den Dienstag wurde ich dann operiert. Mir wurde die Reha tatsächlich angeboten, also auch wirklich direkt anschließend am Krankenhausaufenthalt. Mhm. Und, ich habe aber gesagt, ich möchte das nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt ich wollte auch einfach nur nach Hause. Ja. Mir ging's nicht gut. Man hat natürlich im Bauch auch 'n bisschen gemerkt, das ist alles durcheinander, weil um da dran zu kommen, wo operiert werden musste, muss ja auch alles so 'n bisschen auseinandergeschoben werden. Mhm. Und ich, wollte einfach nicht noch weiter 3 Wochen irgendwo sein, wo ich mich nicht wohlfühle, weil Krankenhaus für mich auch echt immer das Schlimmste ist. Und, ja, ich habe dann keine Reha gemacht. Ich bin dann direkt nach Hause gefahren. Ob das so gut war, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, noch 'ne Reha dranzusetzen, wenn's möglich ist. Aber, ja, ich habe es dann gelassen und ich glaube, für mich persönlich war's auch besser so. Mhm. Und du sagst, dass, ja, so die Heilung so 'n Auf und Ab war und dass du noch nicht komplett symptomfrei bist. Du hast ja jetzt gemeint, so direkt nach der OP hast du gemerkt: „Oh, es ist weg.“ Mhm. Wie hat sich das dann kam dann doch wieder irgendwie, was zurück? Kamen Bauchschmerzen zurück oder wieder Probleme beim Essen oder was war so dann nach der OP? Wie war der Unterschied zu vorher? Also, ja, direkt nach der OP durfte man ja erst mal nicht so viel essen. Also, ich glaube, den ersten Tag ging's dann los mit nur 'n bisschen trinken. Am nächsten Tag durfte ich dann auch so 'n bisschen was wie Joghurt essen und danach so langsame Schonkost wie, ja, Toastbrot und Hähnchen und Reis und so was halt. Mhm. Und, ich habe zu dem Zeitpunkt, ja, auch 4.000 Milligramm Novalgin am Tag bekommen. Deswegen waren die Schmerzen vielleicht auch, na ja, nicht ganz da. Die habe ich, glaube ich, vielleicht noch knapp 3, 4 Wochen bis nach der OP auch bekommen. Und, ja, ich kann das gar nicht erklären. Also, Schmerzen habe ich seitdem nicht mehr. Also, ich Okay. hatte seitdem nie wieder Bauchschmerzen. Aber ich habe immer so 'n komisches, ja, Druckgefühl im Oberbauch, teilweise dann auch nach dem Essen. Das ist, ja, aber das wird auch mit der Zeit immer besser. Also, das ist auch mit damals gar nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Und, hat sich jetzt, grundsätzlich dann auch was, verändert? Also, wurden hast du noch irgendwelche anderen, Behandlungsmethoden probiert? Ich weiß nicht, viele probieren ja wirklich mit Akupunktur, mit Osteopathie, Physiotherapie. Hast du da im Anschluss, auch noch irgendwelche Behandlungen gemacht zur Unterstützung?
Also, ich hatte nach der OP tatsächlich direkt einen Osteopathen. Der hat, ja, so 'n bisschen in meinem Bauch halt auch gemerkt, dass so 'n paar, ja, Organe nicht ganz so sitzen, wie sie grade sitzen sollen, und hat das alles versucht, so 'n bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Ich war da tatsächlich, glaube ich, ja, knapp 5 oder 6 Mal. Und man muss tatsächlich sagen, ich habe nach jedem Termin es immer gemerkt. Ich wusste wirklich jedes Mal, wenn ich da war, dann geht's mir am nächsten Tag total schlecht, weil es macht dann ja auch was im Mhm, Körper. mhm, Und, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was gebracht hat, aber wirklich an, ja, anschließenden Behandlungen habe ich, glaube ich, sonst gar nichts mehr gemacht. mhm. Und kannst du jetzt normal essen? Also, ich muss sagen, es ist natürlich immer noch so, wenn ich zu viel esse, dass ich merke: „Okay, es war jetzt einfach, ja, 'n kleines bisschen zu viel.“ Der Magen kriegt es vielleicht noch nicht so ganz wieder so hin, wie's eigentlich sein sollte, Mhm, aber auf jeden Fall kann ich mittlerweile mit weniger Sorgen essen. mhm, Früher habe ich, also, ich bin gar nicht mehr rausgegangen zum Essen. Auch nach der OP war es total schwierig überhaupt, ja, mal essen zu gehen, weil immer ständig die Angst da war, es könnte vielleicht was sein, mir könnte es vielleicht schlecht gehen, und dann sitze ich irgendwo und ich, am liebsten ist man dann halt zu Hause, am liebsten aufm Sofa oder im Bett, weil ja, man weiß, da ist der sicherste Ort. ja, Und, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also, ich traue es mich manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn schlechte Tage sind, dann halt meistens nicht. Aber wenn, ja, gute Tage sind, dann esse ich auch gerne mal woanders. mhm. Ja, und also, es wird ja oft, heißt es ja, dass man mit Dunbar-Syndrom auch, Übelkeit hat oder Erbrechen oder so. War das bei dir auch? Also, ich hatte tatsächlich am Anfang sehr starke Übelkeit auch. Also, Übelkeit war auch immer ein Thema. Ich habe sehr, sehr viel Womex in der Zeit genommen, und jeder, der Womex nimmt, weiß, eine Tablette, die ist schon ordentlich. Also, meistens liegt man nach 10 Minuten da und schläft einfach. Erbrechen war bei mir tatsächlich gar kein Fall, also Mhm. kein einziges Mal in der Zeit, zum Glück auch. Ja, aber Übelkeit war auch ein sehr, sehr schlimmes Thema. Mhm. Ähm, Jetzt geht's ja, bei Vascular Voices generell um Gefäßkompressionssyndrome und viele haben ja mehrere. Hast du dich mal damit beschäftigt, ob du eventuell auch noch ein anderes Syndrom hast? Oder wurde das bei dir ausgeschlossen? Also, ich habe tatsächlich bei einem Doppler-Sono, mal rausgefunden, dass ich scheinbar auch das Nussknacker-Syndrom habe. Ich habe aber derzeit noch wirklich gar keine Symptome irgendwie darauf. Ich habe mich auch nicht viel weiter informiert, weil das ja irgendwie so 'n bisschen mit den Nieren auch zu tun hat. Aber, ja, scheinbar habe ich noch das Nussknacker-Syndrom ohne Symptome, und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass ich vielleicht das Wilkie-Syndrom habe. Mhm. Aber, ja, da bin ich noch nicht so wirklich weiter, und ja, bin da teilweise auch noch 'n bisschen beim Arzt beschäftigt, dass der noch Mhm. mal danach schaut. Ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass Leute auch Gefäßkompressionssyndrome haben ohne Symptomatik, also ohne Mhm. dass da auch 'n Schmerzbild vorhanden ist. Ähm, Bin da grad auch noch, im Austausch mit jemandem, wo das grade der Fall ist. Ähm, und von dem her kann das total sein, ne, dass bei dir Ja, vielleicht 'n leichtes Nussknacker da ist, aber dass du da keine Probleme bisher hast, und bei dir ja auch eher wirklich, ja, mit dem Essen die Problematik liegt, ne? Und, gut, da ist dann halt die Frage, wenn du sagst, vielleicht 'n bisschen Wilki, aber ich finde es auch super schwierig. Grade bei Wilki ist es noch schwieriger, 'n Arzt zu finden. Ähm, ja, und daraus zu finden auch wirklich, passt es jetzt zu Wilki, passt es nicht zu Wilki? So konkret kann ja, man's irgendwie auch nie sagen. Also, generell ist ja auch immer die Diagnostik immer 'n bisschen schwierig, wenn man's halt nicht schwarz auf Wald schwarz auf weiß, irgendwo auf 'nem, ja, MRT sieht, ne, oder im Ultraschall so. ja. Das, merke ich halt auch immer wieder, weil bei mir ist auch, ich habe 'n leichtes Dunbar, ich habe eventuell Wilki, aber nicht so ganz. Also, ich habe aber keine Probleme mit dem Essen, dafür habe ich die ganzen anderen Probleme. Also, es ist halt
ja, so komplex und, auch Eben so auch so unterschiedlich. genau, so unterschiedlich und doch aber dann wieder ähnlich. Ja. Das finde ich halt so Ich glaube, interessant das ist auch. das Schwerste bei diesen ganzen Kompressionssyndromen, weil jeder, der es hat, ist irgendwie total unterschiedlich, aber in manchen Sachen total ähnlich. Weil ich glaube, diese ganze psychosomatische Sache, die dahinter steht, die versteht jeder. Also, dass man ja, die Probleme mit dem Essen haben, die dann halt auch wissen: „Ja, ich traue mich nicht mehr raus zu essen“, und die halt eben, sage ich mal, mehr Erschöpfungssymptome haben, die können das genauso nachvollziehen, dass sie nicht mehr wirklich rausgehen können. Also, ich Genau. glaube, 'ne ganz große Rolle ist bei diesen ganzen Syndromen einfach die Isolation, die man dahinter hat. Ja. Und weil viele es einfach auch nicht nachvollziehen können oder verstehen können, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, was du auch schon alles dann Ja, sicherlich dir auch anhören durftest, ne? Da ist ja dann von: „Ja, jetzt hopp, jetzt mach doch mal bisschen Urlaub und nach dem Urlaub“ da geht's wieder. Ja. ja, Ja, das war ja auch das, was ich mit meinem Arzt sagte. Also, mach dir 'n Wärmkissen auf den Bauch, trink dir 'n Tee, dann geht's wieder. ja, Aber das habe ich natürlich auch in meinem Umfeld viel mitbekommen. ja, Also, es ja. gab damals Freunde, die gesagt haben: „Ja, dann soll sie doch zum Arzt gehen“, oder „die soll mal nicht so tun, als wäre es so schlimm“, weil natürlich in dem Alter kann man das vielleicht auch noch nicht so ganz nachvollziehen, obwohl ich der Meinung bin, dass man so was eigentlich auch nur nachvollziehen kann, wenn man's irgendwie in irgendeiner Art und Weise selber erlebt hat. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Ja. Magst du denn vielleicht Betroffenen oder, ja, Leuten, die jetzt zuhören und sich denken: „Ah, ich weiß nicht, habe ich's jetzt, habe ich's nicht, könnte vielleicht sein.“ Hast du irgendwas, was du so an Erfahrung mitgeben kannst? Also, man muss auf jeden Fall sagen, wenn man wirklich Probleme hat und die bestehen bleiben, man sollte wirklich dranbleiben. Man sollte Ja. wirklich hinter sich stehen und auch dem Arzt klarmachen, dass man wirklich verschiedene Untersuchungen auch haben möchte. Ich glaube, hätte ich damals meine Mutter nicht gehabt, dann, würde ich hier immer noch sitzen mit Bauchschmerzen und allem drum und dran, weil sie tatsächlich auch wirklich hinter mir stand und wirklich immer gesagt hat: „Ich weiß, dass das nicht psychisch ist. Das ist das Kind, das, möchte gerne essen“, weil ich auch immer Spaß am Essen hatte, und, Mhm. man muss einfach wirklich dranbleiben. Am besten ist es, wenn man denkt, es könnte vielleicht sein, zum Arzt gehen und sich auch wirklich, ja, vielleicht beraten lassen, ob man 'n MRT machen sollte oder sonstige Untersuchungen. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das herausfinden kann, aber man sollte auf jeden Fall nicht den Glauben an sich selber verlieren. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, Ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Das ist auf jeden Fall gerne. sehr, sehr wertvoll und ich finde es auch mutig, dass du, ja, ähm, hier jetzt im Podcast gesprochen hast und, ja, von dir erzählt hast und ich bin sicher, dass es ganz vielen, ja, weiterhilft und auch wirklich was bringt, sich selbst besser einzuschätzen oder neuen Mut zu fassen, doch noch mal, sich an 'n Arzt zu wenden mit dem Thema. Ja, Gut, dann war's das. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.